Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Es ist Spieltag. Heute um 21 Uhr trifft Real Madrid in der Champions League auf Manchester City. Und ich bin ehrlich, ich war lange nicht mehr so angespannt vor einem Spiel wie heute. Und dabei geht es gar nicht darum, dass mit Manchester City eine absolute Weltklasse-Mannschaft in Santiago Bernabéu kommt. Es geht vielmehr darum, dass, wie wir in den letzten Tagen erfahren haben, heute das letzte Spiel von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid sein könnte. Ich bin immer noch fassungslos. Und ausgerechnet heute, an diesem wichtigen Spiel, fehlt Xabi Alonso sein wichtigster Spieler. Denn so wie es aussieht, wird Kylian Mbappé nicht rechtzeitig fit und steht heute nicht zur Verfügung. Was da los ist, was der Franzose hat, wer ihn ersetzen könnte, denn da ist eine Riesenüberraschung im Gespräch, wer unser Pokalgegner ist, das ist gestern nämlich auch ausgelost worden, wie es um die anderen Verletzten steht, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Heute Abend spielt Real Madrid gegen Manchester City ihren 6. Spieltag in dieser Champions League und der 6. Spieltag wurde gestern eingeleitet und man muss sagen, die Ergebnisse haben die Tabelle etwas durcheinander gewürfelt. Schauen wir uns erstmal die Ergebnisse an und die Ergebnisse, die ich so ein bisschen hervorheben möchte, ist der Sieg von Atalanta Bergamo gegen Chelsea. Atalanta Bergamo ist so ein bisschen die Überraschung der Saison, aber auch der Sieg von Liverpool in Inter Mailand. Wer das Spiel nicht gesehen hat, sollte sich mal den Elfmeter anschauen, den Liverpool kurz vor Schluss bekommen hat. Also sehr, sehr fragwürdig. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Das würfelt, wie gesagt, die Tabelle etwas durcheinander. Real Madrid ist Stand jetzt auf dem 6. Spieltag. Sollte Real Madrid heute gegen Manchester City gewinnen, springen wir aber an Inter Mailand und an Atalanta Bergamo vorbei. Wir wären also 2 Spieltage vor Schluss unter den Top 4. Wenn wir ganz hoch gewinnen sollten, könnten wir sogar an den Bayern vorbeispringen. Aber darüber möchten wir überhaupt nicht nachdenken. Wir müssen erstmal schauen, dass wir irgendwie diese 3 Punkte holen. Irgendwie müssen wir für Xabi Alonso da sein. So ähnlich hat auch ein Tchouaméni das gestern in der Pressekonferenz gesagt, aber dazu kommen wir später. Bevor wir uns um die Champions League kümmern, möchte ich euch die Information geben, dass Real Madrid ihren Pokalgegner für... Was kommt vor dem 16. Finale? 32. Finale? Also ich weiß nicht, wie man es nennt. Real Madrid spielt auf jeden Fall gegen Talavera. Talavera ist übrigens Tabellenletzter in der Gruppe von Real Madrid Castilla. Real Madrid Castilla hat mit einem Kopfballtor von Joan Martinez mit 1:0 gegen Talavera gewonnen und die Jungs von Talavera haben sich aber gestern riesig gefreut, als im Lostopf Real Madrid für sie rauskommt. Schaut euch das mal an. Real Madrid. Ante el Real Madrid Club de Fútbol, por tanto, por primera vez en la historia, el Real Madrid visitará el Prado y esta es la reacción en directo del vestuario del Talavera. Ja, und so viel Frust, wie uns Madrid in letzter Zeit gemacht hat, muss ich sagen, diese Bilder haben mir enorme Freude gebracht. Es ist schön, Fußball kann so schön sein und auch, wenn ich natürlich an dem Abend möchte, dass Real Madrid Talavera vermöbelt, also bin ich ganz ehrlich, habe ich mich für die Jungs gefreut, ist für die natürlich ein einmaliges Erlebnis. Ja, wie dem auch sei, Pokalgegner Real Madrid muss in Talavera spielen. Kommen wir jetzt zur Champions League und jetzt würde ich euch eigentlich die Kaderliste zeigen. Kann ich aber nicht, denn Real Madrid verzögert die Kaderliste, solange es geht. Warum macht Real Madrid das? Sie warten auf Kylian Mbappé. Denn, bevor wir über das Training von gestern reden, schaut euch das mal an.
Ja, und ich glaube, jedem ist aufgefallen, Kylian Mbappé war bei diesem Training nicht dabei. Zunächst einmal hatte ich gedacht, es liegt vielleicht an seinem Ringfinger. Den hat er sich gegen Celta Vigo nämlich gebrochen. Und ich dachte, oh, vielleicht möchte er sich das schon. Aber schlechte Nachrichten von der besten Quelle in der Welt von Real Madrid, Arantxa Rodriguez. Kylian Mbappé hat muskuläre Probleme im linken Bein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich lasse das mal ein bisschen parallel laufen. Die Bilder, die ihr seht, sind vor dem Spiel gegen Celta Vigo. Da lief er schon nicht ganz rund. Vielleicht auch ein Grund, ja, warum die Leistung vielleicht nicht am Ende da war, wo sie sein musste. Kylian Mbappé weiß anscheinend, welche Situation Real Madrid gerade durchlebt. Und er möchte mit aller Kraft, mit all seinen Mitteln dabei sein, um die Mannschaft, um Xabi Alonso auch zu unterstützen. Das rechne ich dem Franzosen hoch an. Trotz alledem, so wie es aussieht, wird Kylian Mbappé es nicht schaffen. Ein anderer Spieler, der es auch nicht schaffen wird, ist Dean Housen. Und ich bin verwirrt, was Real Madrid mit uns Fans gerade macht. Es fing an mit dem Pokalfinale letzte Saison, als ein Rodrigo und ein Mendy auf einmal wochenlang ausfielen und uns Fans nicht kommuniziert wurde, was da los ist. Und ja, dieses Syndrom scheint sich weiter zu spinnen, denn jetzt ist Dean Housen das zweite Mal, dass gesagt wird nach der Nationalmannschaft, er hat nur kleine Beschwerden und auf einmal fällt er wochenlang aus. Und keiner weiß, wie lange und keiner weiß, warum. Und ich bin ganz ehrlich, das kann ich bei Real Madrid nicht nachvollziehen. Ich würde als Fan zumindest wissen, wie lange wir auf den spanischen Nationalspieler verzichten müssen. Also, wie gesagt, das war jetzt eine kleine Frustrede von mir, das musste ich jetzt mal gesagt haben. Aber achtet im Laufe des Tages immer wieder auf die offiziellen Seiten von Real Madrid. Im Laufe des Tages kommt die Kaderliste und ich drücke die Daumen, dass ein Kylian Mbappé dabei ist. Ja. Und bevor wir zur Pressekonferenz kommen, denn da habe ich ein bisschen was für euch rausgesucht, ist mir gestern wieder mal aufgefallen, wie schlecht eigentlich die Connection ist zwischen Marca, AS und der Kabine von Real Madrid. Denn gestern auf meiner For You-Page auf Twitter, oder X heißt es ja inzwischen, tut mir leid, Elon Musk, innerhalb von 10 Posts kam an mich die Information, dass Mbappé ausfällt und von Brahim ersetzt wird. Kurz danach kam die Information, dass Mbappé ausfällt und von Rodrigo ersetzt wird. Und 2, 3 Tweets später kam die Information, dass heute eine riesen Überraschung auf uns wartet, dass Xabi Alonso sehr lange mit Endrick geredet hat beim Training, das war anscheinend auch so, und Endrick heute Kylian Mbappé heute ersetzen soll. Ja, das waren 3 Vorschläge und ich glaube, der 4. Vorschlag ist wahr. Ich glaube, wenn Kylian Mbappé ausfällt, hat wahrscheinlich ein Gonzalo Garcia die besten Karten. Aber damit ihr mal seht, jeder kommt mit seinen erwarteten Aufstellungen, jeder sagt etwas komplett Unterschiedliches. Also Marca, AS etc. haben keinerlei Verbindung in die Kabine von Real Madrid und das ist meiner Meinung nach zumindest eine gute Nachricht. Schlechte haben wir schon mehr als genug. Ja, und wer gestern auch mehr als genügend schlechte Nachrichten hatte, war Xabi Alonso. Die gesamte Pressekonferenz bestand nur darin, bist du bereit, dass es heute dein letztes Spiel ist? Hast du Verständnis dafür, dass Real Madrid schon nach anderen Trainern sucht? Glaubst du, es geht heute um deinen Job, etc.? Durchgehend nur diese Fragen. Und er ist die ganze Zeit ausgewichen und gesagt, ich konzentriere mich nur auf das Spiel, es geht nur um das Spiel. Wir halten als Mannschaft zusammen, etc. pp. Es kam auch die Frage, ob die Kabine hinter ihm steht, ob er überhaupt noch die Kraft hat, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Also es war wirklich eher so, die Bauern mit einer Heugabel waren sie hinter dem Trainer her, der tat mir ein bisschen leid.
Ja, am Ende hat er ein Interview gegeben, das hat so die ganzen Fragen mehr oder weniger zusammengeführt. Hören wir uns die Antworten von unserem Trainer einmal an. Ich weiß nicht, ob du viel, wenig oder gar keine Sportpresse verfolgst, aber wenn man heute die Titelseiten sieht, Grenzsituation, Endspiel für Xavi, Ultimatum. Nimmst du das auch so wahr? Nein, ich sehe es so, dass das Spiel sehr wichtig ist. Morgen ist eine Gelegenheit, ohne Zweifel, um in der Champions League weiterzukommen. Was in meinem Kopf ist die Vorbereitung und wie wir das Spiel morgen gegen City angehen können. Das ist das Wichtigste. Spürst du die Rückendeckung des Vereins? Die Kommunikation ist konstant, sie ist fließend, vertrauensvoll, mit Einigkeit und mit großer Nähe. Das ist es, was für mich zählt. Und mit den Spielern, wie läuft die Kommunikation? Wie ist die Beziehung in dieser schwierigen Lage? Nein, sehr gut. Die Beziehung ist sehr gut, der Draht zueinander ist gut, wir stehen die guten und die nicht so guten Momente gemeinsam durch. Wenn man Trainer von Real Madrid ist, muss man darauf vorbereitet sein, sich solchen Situationen zu stellen und zu wissen, dass das nächste Spiel eine Gelegenheit ist. Ich bin sicher, die Leute nehmen das so wahr. Wenn die Dinge nicht gut laufen, ist man natürlich verärgert, aber dann kehrt auch die Vorfreude zurück, wenn es ein Champions-League-Spiel ist. Und morgen haben wir ein großes Champions-League-Spiel, oder? Ein Spiel, bei dem wir, da bin ich sicher, dieses ganze Gefühl umkehren können, wenn wir ein gutes Spiel machen. Ja, wie ihr hört, er versucht das Ganze natürlich runterzuspielen. Ich finde ich auch ganz stark, dass er sich nochmal vor die Mannschaft stellt und sagt, wir sind ein Team, wir ziehen zusammen in guten und in schlechten Zeiten. Und ich kann einfach nur hoffen, dass die Mannschaft erkennt, was für ein geiler Charakter Xabi Alonso ist. Was für ein geiler Trainer der ist. Das weiß die ganze Welt. Lasst diesen Mann doch arbeiten. Hört doch einfach auf das, was er sagt. Ihr lebt doch euren Traum. Ihr wolltet doch als kleine Kinder Profifußballer werden. Und für diejenigen, die sich das Unvorstellbare vorstellen wollten, die haben doch damit geträumt, irgendwann für Real Madrid zu spielen. Von mir aus für Barcelona, Bayern, Liverpool, irgendeine große Mannschaft. Aber ich glaube, jeder, der irgendwann die Chance hat, bei Real Madrid zu spielen als Erwachsener, der lebt doch seinen Traum. Mach es doch für deinen Traum, mach es doch für die Fans, die dich immer unterstützen. Naja, wie dem auch sei, der Spieler, der gestern in der Pressekonferenz war, ist mehr oder weniger der Xabi Alonso am meisten Rückhalt bietet. Und zwar sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Aurélien Tchouaméni. Ich sage immer wieder, der Spieler, der das neue Konzept Xabi Alonso am meisten lebt. Und er war gestern in der Pressekonferenz und zunächst einmal wurde er über die Intensität oder besser gesagt über die fehlende Intensität gefragt. Hören wir uns die Antwort einmal an. Ich wollte dich zur Intensität fragen, ob du verstehst, dass aus eurer Kabine, zum Beispiel hat es Valverde vor dem Spiel gegen Alaves zugegeben, gesagt wird, dass euch in bestimmten Spielen die Intensität fehlt. Wie kann das bei einem Spieler von Real Madrid sein? Im Spiel gegen Vigo, klar, und in anderen Spielen auch, wenn wir nicht mit der maximalen Intensität spielen, wird es sehr schwer, Spiele zu gewinnen. Also müssen wir verstehen, dass wir, um so eine Art von Spiel zu gewinnen, das Maximum geben müssen. Und das haben wir gegen Vigo nicht getan und wir müssen es morgen gegen City in der Champions League tun. Also, er sagt ganz offen und ehrlich, gegen Celta Vigo hat die Intensität gefehlt und nicht nur da, in anderen Spielen auch. Der zählt seine Mitspieler ganz klar an. Und am Ende wurde er sogar spezifisch nochmal gefragt, ob es am Trainer liegt, ob der Trainer schlecht vermittelt, besser vermitteln könnte. Ja, hören wir uns mal die Frage und die Antwort an. Für diese Verbesserung, die das Team deiner Meinung nach braucht, braucht ihr mehr Hilfe vom Trainer, andere Anweisungen, Änderungen am Plan in manchen Momenten? Oder seid ihr Spieler diejenigen, die etwas tun müssen, weil du denkst, dass der Plan des Trainers ausreicht? Danke. Ehrlich gesagt, zum Beispiel das Spiel gegen Vigo, sicher hat der Trainer einen guten Spielplan, aber am Ende spielen wir Spieler auf dem Platz und wenn wir auf unserem Niveau spielen, haben wir bessere Chancen, so ein Spiel zu gewinnen. Wenn wir 2-0 verlieren, dann gab es ein Problem von uns auf dem Platz, wie Intensität, wie technische Fehler und all das. Also es ist nicht die Schuld des Trainers oder so, die Sache ist, wir müssen uns verbessern. Und wir werden es tun. Ich bin ganz ehrlich, der Trainer hatte einen guten Spielplan gegen Celta Vigo, aber wir, die Spieler, müssen auf dem Platz die Leistung bringen. Und wenn wir nicht
alles geben, ja, dann liegt es nicht am Trainer, dann liegt es an uns, an den Spielern. Also, ganz starke Antworten von Aurélien Tchouaméni. Ich hoffe, seine Worte dringen in die Kabine durch. Der Madridismo sieht, was da los ist. Idole fallen. Und ich hoffe, dass, ja, was weiß ich, die Manager, die Entourage von den Spielern denen sagen, hör mal, dein Ruf ist der hier kaputt geht und nicht meiner. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Also, sorry, das musste jetzt sein. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Spieler aufwachen. Ja, und ob die Spieler das auch wirklich verstehen und wirklich umsetzen, das schauen wir uns heute Abend gemeinsam an. Denn natürlich gibt es heute wieder eine Watchparty ab 8:30 rum, 8:45, irgendwann in den Zeitraum. Kommt auf YouTube, kommt zu mir und wir schauen zusammen dieses absolute Spitzenspiel und drücken Xabi Alonso, drücken Real Madrid die Daumen. Ja, und bevor ich mich jetzt verabschiede, mache ich das, was die Medien gemacht haben, nämlich ich sag einfach mal die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor ganz klar Thibaut Courtois, der wird heute einiges zu halten bekommen. Hoffentlich tut er das auch. Thibaut Courtois, für mich immer noch der beste Torhüter der Welt. Die Abwehr stellt sich meines Erachtens alleine auf. Denn mangels Alternativen haben wir auf der rechten Verteidigerposition einen Fede Valverde. In der Innenverteidigerposition haben wir nur noch einen Raúl Asensio und einen Antonio Rüdiger. Aber ich glaube, das sind auch die richtigen Innenverteidigertypen gegen einen Erling Haaland. Also ich hoffe, dass die Leistung der letzten Spiele wiederholen. Und links hinten ein Álvaro Carreras in der Champions League, Gott sei Dank nicht gesperrt. Auf der 6 Aurélien Tchouaméni, unangefochtener Stammspieler und einer der wichtigsten Spieler für Xabi Alonso. An seiner Seite hätte ich gerne einen Jude Bellingham halblinks, einen Arda Güler halb rechts. Wie gesagt, in der Bewegung nach hinten helfen sie in den Innenräumen, in der Bewegung nach vorne ziehen sie in die Mitte. Ein Jude Bellingham soll immer wieder in den 16er bringen. Er hat nun mal diesen Torriecher, den brauchen wir wieder. Ein Arda Güler soll mehr oder weniger der Spielgestalter sein, soll die Pässe auf die Spieler geben. Ja, und wie ihr seht, 4-3, vorne 3 und zwar links Vini Junior. Er soll zeigen, warum er fast den Ballon d'Or gewonnen hat. Er soll heute zeigen, dass er Xabi Alonso nicht nur alibimäßig in den Arm genommen hat, sondern dass der sich für den zerreißt. Mein rechter Flügel wäre Franco Mastantuono. Und zwar nicht, weil ich ein Riesenfan bin von seiner Torgefahr oder was auch immer, weil der ackert wie kein Zweiter. Und gegen Manchester City brauchst du Spieler, die arbeiten. Unter Franco Mastantuono hatten wir noch dieses offensive Pressing. Der steckt an. Meiner Meinung nach muss der Argentinier spielen. Und vorne auf der 9 hätte ich tatsächlich, ich tue mir schwer, eigentlich Gonzalo Garcia. Der hat das bei der Club-WM super gemacht. Ich glaube auch, wenn von außen die Flanken kommen, haben wir da einen Spieler. Allerdings kommt es darauf an, wie Xabi Alonso heute spielen möchte. Wenn wir auf Spieldominanz spielen wollen, wenn wir Carreras und Valverde offensiv haben wollen und die sollen flanken, Gonzalo Garcia. Sollten wir allerdings hinten stehen wollen und kontern wollen, wäre tatsächlich Endrick vielleicht der bessere Stürmer, der schnellere Stürmer. Trotz alledem, wenn ich Trainer wäre, würde ich sehr gerne dominant auftreten, Ballbesitz haben wollen, flanken wollen und deshalb wäre mein Stürmer Gonzalo Garcia. Ja, ich bin gespannt, was du zu meiner Aufstellung zu sagen hast. Ich bin gespannt, was du zum gesamten Video zu sagen hast. Und ich bin auch gespannt, ob wir uns heute Abend in der Live-Watch-Party sehen. Lass mir das bitte alles in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teil dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das bitte. Und wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. Alla Madrid!